Was? Gegner. Es gibt keine Gegner mehr dieses Jahr. Weiter! Alles schmerzhaft hier. Das ist eine Tuning-Werkstatt für den Körper. Was geht ab, Leute? Wir befinden uns heute im oberbayerischen Wald und ich stehe vor der Sportschule Kinema, wo wir die nächste Woche zusammen verbringen werden. Ihr kriegt auf jeden Fall Einblicke in Trainingswissenschaften auf dem nächsten Level. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber ich glaube, es wird brutal werden. Ich bin zusammen mit dem Matthias Hollweg hier, einer der anderen deutschen Profikollegen. Und hier ist die Mission auf jeden Fall, mich für den nächsten Olympia aufs nächste Level zu katapultieren, alle Schwachstellen auszumerzen und mit den verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten, die die Sportschule Kinema bereitstellt, eine Woche Vollgas trainieren und regenerieren. Ich würde sagen, lasst ein Abo da, liked das Video, gebt einen Comment und let's go. Okay. Entschuldigung für die Verspätung. Ja, mein Hund hat nur einen Herzinfarkt gehabt. Hi. Ja, richtig mal kennen, Alter. Ja, und dann haben wir natürlich unsere zwei absoluten Flaggschiffe, zwei desmodromische Beinpressen da. Also ich habe 3, ja, fairerweise gesagt. 3? Und, ja, aber die andere geht nicht. Also, und das ist die schnellste, was es momentan gibt, das aktuelle. Da warst du drin, ne? das ist eine Höllenmaschine. Ja, da warst du drin. Schmerz. Die geht brutal, also die geht bis zu 100 Schwingungen in der Minute. Also das ist V10, das ist eigentlich unglaublich. Und du kannst natürlich da alles einstellen, Geschwindigkeit zwangsgesteuert, du kannst konzentrisch mehr Gas geben, exzentrisch mehr Gas geben, du kannst explosiv nach vorne, du kannst die Exzentrik variabel verändern, also ganz, ganz freaky. Und ja, das müsst da kommt auch drin. Da kommen wir auch noch in den Genuss. Da kommst du in den Genuss, ne? Also das ist wirklich mega, das ist wirklich mega. Schaut erstaunlich sehr, sehr gut aus. Erstaunlich sehr, sehr gut. Du stehst erstaunlich sehr, sehr gerade. Was auffällt, ist also, dass das linke Schulterblatt anders konstelliert ist wie das rechte. Wo da der Unterschied ist, das werden wir jetzt dann sehen. Was da nicht funktioniert, ich hoffe, es ist so, wie ich mir denke. Und dann können wir nämlich dann richtig viel machen. Das also, gut, also pass auf, jetzt tust du mit den ganzen Beinen da, mal da außen nach außen drücken, so fest wie du kannst machen. Okay, Schambein. Ist mal da so fest wie es geht? Geil. Geil, haben wir schon. Geil. Tut mal da nach außen fest wie es kannst. Da so fest wie du kannst? Ja, mega. Dass die eine Seite keine Power hat nach außen, merkst du, ne? Die andere schon. Ne? So, also jetzt mal nur für dein Gefühl, jetzt mal nochmal. Ne? Immer wenn ich es dann natürlich gesagt habe, ist es natürlich schwieriger, dass man das gleiche dann wieder macht, aber egal. Jetzt drückst du mal hier nochmal nach außen, so fest du kannst. Drück mal nach außen, so fest wie es irgendwie geht. Siehst du, schau mal, da ist nicht viel da. Merkst du? Da ist nicht viel da. Ja. Logisch, ne? So, aber du merkst, hier fehlt die Power einfach nach außen. So, jetzt machen wir das gleiche. Hier drückst du mal da nach außen, so fest wie du kannst. Siehst du? Da ist Power da. Sepp, wie schaut es eigentlich aus mit dem Training? Wenn du jetzt irgendwo eine muskuläre Disbalance hast, also links oder rechts beim Bizeps zum Beispiel, würdest du jetzt die schwächere Seite mehr trainieren als die stärkere? Also, und würdest du sie bilateral oder unilateral trainieren? Also würde ich auf gar keinen Fall, also aus unserer Erfahrung raus, aus meiner Erfahrung raus, auf gar keinen Fall würde die schwächere Seite mehr trainieren oder öfters trainieren. Ne? Also das funktioniert so nicht. Also vielleicht im Anfangsstadium, wenn du jetzt 1, 2, 3, 4 Jahre Training erst hast, dann geht das noch, aber das fortgeschrittener wie der Athlet ist, funktioniert das nicht mehr. Ich habe es schon öfters erklärt, so mit 2 Hunden, mit denen du spazieren gehst. Ja. Ne? Du gehst also mit 2 Hunden spazieren und links hast du einen fetalen Hund, ne, der jung und gesund und fit und stark ist. Und rechts hast du einen Hund,
der zwar auch jung, fit und vital ist, aber der gerade irgendeinen Schwächeanfall hat oder so. Ne? So, gut gesagt Dünnschiss von mir. Ne? So, da gehst du mit den 2 Hunden spazieren und jetzt kann der eine nicht mehr. Und dann jetzt würdest du hergehen und würdest dem mit aller Gewalt nachschleifen. Dann wird der sterben. Ja. Ne? Noch schlimmer wäre aber, dass du den Gesunden in Ruhe lässt und denkst dir, hey, ich muss den anderen da noch mehr trainieren und schleifst dem nach. Dann stirbt er auch. Ja. Deswegen bleibt bei ganz vielen der Erfolg aus, weil die es zu gut meinen. Ne? Die meinen es zu gut und denken dann, sie müssen diese schwache Seite noch mal mehr trainieren. Würde ich nicht machen. Und ein ganz guter Trainer hat mir mal gesagt, ist ja schon lange her, ne? Du darfst den Pump nicht suchen, das ist genau das Gleiche. Den Pump suchen, ne? Wird nie zum Ergebnis führen. So. Also was jetzt hier letztendlich abgeht, ist das, dass das jetzt hier, das nennt sich Mini, ne? Und das ist letztendlich ein Magnet, beziehungsweise ein Magnetfeld. Das, wenn du jetzt mit einer normalen Magnetfeldmatte vergleichst, das ist ungefähr 10.000 Mal stärker. Ne? Gibt schon einige Systeme in Deutschland, so ist es jetzt nicht. Und letztendlich, dass du mal die Wirkungsweise siehst, ne? Jetzt haust du dich gleich weg, die Wirkungsweise, wie stark dieses Feld ist. Ne? Das Geräusch ist genau das gleiche wie vom Kernspind, ne? Ja. Wie vom MRT. Geil, 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 geil. Geil, 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 geil. Pass auf. Nächstes Check. Nächstes Check. Hey, check. Ha? Ist es geil oder was? Ha? Jetzt schauen wir Urs seinen Kiefer mal an. Und schauen wir mal, wie es mit den Zähnen ausschaut. Die Weisheitszähne. Ne? Und Zahnfleisch und vor allem mit dem Diskus im Kiefer. Das ist jetzt eigentlich das, was ich mir noch nicht sicher bin. Ob wir den Diskus noch korrigieren müssen oder nicht. Das sehen wir jetzt gleich. Schau mal, das ist voll freakig. Mega. Ja, ist schon unangenehm. So, oder? Wie ist es? Rede mit uns? Ja, unangenehm. Um die Zähne? Ja, geil. Ja. Zittern. Tut weh. Stirnfälle, oder? Ja. Ja, hier an der Schläfe eher. Hier gar nicht. Die Zähne auch? Oder? Ja, hier oben. Gut. Locker. Das tut kacke scheiße weh. Das Gute ist, mir nicht. Das ist das Gute, dass ich kein Bodybuilder bin. Gut, jetzt machst du mit dem Fuß das ABC. A, B, C. Versuch's richtig aus dem Sprunggelenk auszuarbeiten. Ne? Verstehst du? Richtig mit Gewalt das Sprunggelenk zu bewegen, weißt du? Mach mal einfach, ich gehe ein, zweimal aufs Klo. Gut, jetzt machst du wieder ABC. So, und jetzt drückst du ja, mit dem dann mal raus. Vollgas. Das war der stark war, ne? Okay? Ja. Jetzt hast du mit der Hand ein. So, und jetzt drückst du mal da nach außen, wie du es kannst. Drück mal so weit es kann. Merkst du es? Ja. Merkst du es jetzt? Ja, merkst du es? Ja. Jetzt kommt da, ne? Da was an, ne? Merkst du, jetzt kommt da was an. Boah. Gut, das war alles der schöne, angenehme Teil. Gut? Gerade nach hinten. Jawohl, einen haben wir schon. Wieder nach vorne. Locker lassen und den Arm nach hinten. Nach vorne. Und den Arm nach hinten.
Gut, dann voll ich und den Arm nach hinten. Asch. Gut. Super. Hi, also ich bin die Anna. Ich bin Physiotherapeutin hier beim Sepp Maurer in der Sportschule Kinema und ich bin hier schon seit 15 Jahren und ich darf mich glücklich schätzen, dass ich hier unsere Profis behandeln darf, dass ich in der Reha arbeiten darf. Eigentlich mache ich so ziemlich alles und ich habe einen Haufen Freude dabei. Ich kann da aufs Segment gehen, am Muskel, am Nerv und kann mir anschauen, okay, wie ist da die Ableitung? Ne? Das Magnetfeld macht einen elektrischen Impuls am Nerv, motorischen Endplatte, an die motorischen Einheiten. Und da kannst du jetzt raussuchen, okay, wie ist das Verhältnis links zu rechts? Funktioniert es gleich? Ne? Oder sind da Unterschiede da? Dann kannst du eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, das machen wir dann zum Schluss, schau mal über den motorischen Kortex, schau mal über den Kopf, ne? Wie da die Ableitung in die Arme auch ist. Ne? Links, rechts. Ne? Ja. Genau. Das haben wir, ne? So, rechts ist das relativ deutlich. Links hängt es da ein bisschen hinterher. Ne? Da sehe ich das sauber. Ne? Und hier passiert immer noch wenig. Ne? Stimmt, ja. Obwohl du jetzt schon so krass vorgearbeitet hast. Ne? Aber man sieht es jetzt da immer noch. So. Krass. Siehst du das? Auch Kindstory. Ne? Das ist die rechte Heilige Seite. Maria. Da. Das ist schön. Das soll so sein, so wollen wir das sehen. So, mal zum Vergleich. Ja, du hast. Ja, hier du hast. Ohne Ne, Scheiße. kriegst du das? Da zuckt ja nur der Zeh Wie maximal. Sie sehen Sie so gut wie nichts. Ne? Der springt an, der kommt leicht, ne? Aber ist gescheit hinterher. Ne? Schaust du mit dem Teil vom Oshu, bei dir schnell wieder zurückgeht, dann schaust du mit dem durch, ja? Zack, wie langsam dass der ausgeht. Siehst du es? Der kontrahiert und dann geht der langsam aus. Siehst du es? Ja, dann aufgehen. Siehst du das? Hier kannst du Siehst du das? Siehst du das? wie er vorkommt, ja. Ja. Rechts Da. ist es, oder? Rechts kommt da jetzt unten links, was ne? da, ne? Ja, Und da, links ja. ist. Wahnsinn, jetzt hier noch. Quasi. Warte, wir bleiben ja so. Aha, Entschuldigung. Nicht erschrecken. Also wenn ich mittig bin, dann erwarte ich ja, dass beide Seiten kommen. Gehe ich hier mehr nach links, dann erwarte ich eigentlich, dass da mehr die rechte Hand kommt. Ne? Sind immer irgendwie beide dabei. Ne? Aber das ist, jeder Mensch, sage ich mal, verbaut auch so ein bisschen Verbindungen im Laufe seines Lebens und Verknüpfungen. Das ist jetzt nichts Krankhaftes oder so, ne? Sondern das ist einfach so, dass je nachdem, was der Mensch halt tut in seinem Leben, dass sich da Verknüpfungen bilden. Ne? Aber definitiv kann man da auch noch ein bisschen was verbessern. Ist gut? Ja. Das mit dem bei Zeit ist nämlich anstrengend. Also fürs ZNS ist das unheimliche Arbeit, ne? Okay. Fürs Zentralnervensystem. Du musst zwar eigentlich nichts tun, aber das, was ich jetzt gerade da an Impuls gebe, das ist fürs Nervensystem echt anstrengend. Okay, krass. Ne? Okay. Ja. Da müsste ich jetzt ziemlich... Ah, rechts hast ein bisschen, ja. du gesehen, da ist der rechte, ne? Rechten findest du. Ja, Rechts ist da. Rechts ist da. Was ist mit dem linken Bein? Ja. Was ist mit dem linken Bein? Hier müsste jetzt eigentlich das linke sein. Ne? Witzigerweise ist da immer noch die linke Hand. Obwohl ich eigentlich schon ganz woanders bin. Ne? Hältst du es einmal aus, dann drehe ich noch mal ein bisschen hoch. Schauen wir mal, ob wir es kriegen. Okay. Ah ja. Ja, rechts. Wow! Es ist schade, dass ich auf der falschen Seite Wo ist vergeil, ist aber vergeil, dass du das findest. Ist geil, dass du das Bein findest, ne? Ja, das liegt tiefer, ne? Deshalb kommst du da oft schwer ran und brauchst ziemlich viel Intensität. Werde ich davon noch intelligent? Warte noch ein bisschen. Der erste kluge Bodybuilder. 100%. Ja! Von meiner Seite her gesehen, physiotherapeutisch ist, ne, wir haben jetzt durchgeschaut, wie funktionieren die Nervenbahnen. Ne? Irgendwo in deinem Körper sind immer noch Widerstände da. Ne? Das meiste davon hat der Sepp jetzt schon rausbehandelt, durchs Einstellen und so weiter und so fort. Ne? Weil auch eine Blockade irgendwo kann, sage ich mal, das Nervensignal beeinträchtigen. Ne? Dann kann es sein, dass irgendwo ja, eine Verspannung, die Muskulatur irgendwo sind
Durchtrittsstellen für die Nerven verengt. Dadurch kann das Signal, sage ich mal, sinken und dadurch kommt es nicht so gut. Ne? Dann mit dieser Spirallinie, ne, mit den Faszien, das ist halt auch so eine Geschichte. Und da müssen wir jetzt schauen, dass wir das noch rausbehandeln. Ne? Damit, sage ich mal, dieser ganze Strom sauber durch dich durchlaufen kann. Verstehe. Und dann kriegst du natürlich mehr Symmetrie, wenn du es ausgeglichen kriegst. Genau. Das ist natürlich für euch einfach Noch mehr. Top. wegweisend. Ne? Genau, und da schauen wir jetzt. Cool. Dann fangen wir jetzt an. Danke. Was das Gerät macht, das ist eine 3D-Schwingung, die es ins Gewebe transportiert. Ne? Schließt sich wieder der Kreis. Ne? Wenn du sagst, du machst mit dem Magneten, sage ich mal, die elektrischen Signale. Ne? Und jetzt mit dem Gerät versuche ich rauszubehandeln, was ich an Widerständen gefunden habe. Okay. Ne? Also das geht bis auf Zellebene tatsächlich. Ne? Die Zellen haben semipermeable Membranen, da müssen die Stoffe rein, müssen die Abfallstoffe raus. Und was du mit diesem Gerät auch machen kannst, ist eben, dass du auf Zellebene schaust, dass du diese Membranen wieder besser öffnest, der Stoffwechsel dann natürlich verbessert ist, eine Mehrdurchblutung stattfindet. Und eben auch diese Züge in den Faszien kannst du ausgleichen und eben Muskeltonus kannst du auch ein bisschen runtersetzen, wenn du das brauchst an manchen Stellen. Ja, genau. Das machen wir jetzt. Oh, ich bin voll verklatscht, habe ich richtig gut geschlafen. Heute haben wir Tag 2 in der Sportschule Kinema. Passende Mucke läuft schon. Und jetzt gehen wir rüber, beziehungsweise du hast keine Blutabnahme, ja? Bei mir ist jetzt nur, wir machen jetzt zuerst mal Cardio gechillt und Mobility. Ja. Und dann checken wir ab, dass wir noch zum Frühstück kommen, hätte ich gesagt. Sieht's aus. Wir haben ein bisschen Pressure, aber ich gebe jetzt mein Blut ab, mein Urin ab und mache dann auch mit dem Holle ein bisschen Cardio. Hi, was? Sophia, grüß dich. Grüß dich, hi. Alles gut? Ja, bei dir? Ja, soweit. Ich habe gerade schon gesagt, Ich hab schon viel von dir gehört. kennengelernt. No gut. Oh Gott, ja, hoffentlich. Wir machen jetzt so praktisch eine Spiroergometrie, eine Atemgasanalyse. Die machen wir halt in Ruhe. Du bist ja nur nüchtern, Genau. hoffentlich. Ja. Kein Nikotin, kein Koffein. Nee. Super, sehr gut. Koffein bräuchte ich, aber Ja, gibt's da sehr noch. gut, ja. Genau, und heute Abend um 19 Uhr machen wir das unter Belastung. Das Gerät kommt dann vor das Fahrradergometer, das hast du mal nicht gemacht. Das macht man auch normalerweise mit Triathleten, also richtigen Ausdauersportlern. Bei uns interessiert natürlich, wie hoch ist dein VO2 Max-Wert, wie gut ist deine Ausdauerleistungsfähigkeit. Genau. Okay. Das wird lustig. Ja. Und was wir jetzt machen, ist eine Ruhe-Grundumsatzmessung. Das heißt, wir ermitteln praktisch deinen Grundumsatz. Ja, das ist spannend. Ja, aber der Ruhe-Grundumsatz, der ist immer so 10-15% höher wie der Grundumsatz, weil du bist ja jetzt schon hergegangen, du bist schon wach und so weiter. Und ja. Also ich bin die Sophia, ich bin Sportwissenschaftlerin hier und ich begleite dann uns die Woche auch unter anderem mit meinen Kollegen und wir machen gerade eine Ruhe-Grundumsatzmessung. Heute Abend machen wir das Ganze unter Belastung und später am Abend im Training machen wir noch eine Elektromyographie. Also ich schaue seine Muskeln an, wie die arbeiten im Training und ja, nebenbei mache ich öfter mal Urin- und Blutanalysen und eventuell auch ein Höhentraining in der Früh zum Nüchterntraining und ja. Für die Sauerstoffaufnahme ist das top. Du hast einen Istwert von 600, soll 441 Sauerstoff. Du nimmst auf jeden Fall genügend Sauerstoff auf. Genau. Das Krasse ist jetzt bei dir, ist aber, sage ich mal, normal als Bodybuilder. Du hast einen Sollwert von 2539. Das ergibt sich aus deinen ganzen Daten, die ich eingegeben habe. Du bist 26, 126 Kilo. 1,83, aber dein tatsächlicher Verbrauch aufgrund der Atemgase ist bei 4.198. Krass. In Ruhe, ohne Training. Ein Bild, was du quasi erwartet hast. Ja, Ja. also dass er mit dem Grundumsatz drüber ist, ist auf jeden Fall, war mir klar. Was ist denn da rechts die rote Linie und die grüne? Rechts, die rote ist auf jeden Fall die Schwankungen des Kalorienbedarfs pro Tag. Also wir sehen schon, dass das eine Art Mittelwert ist. Und die schwarze ist der RQ, also der respiratorische Quotient. Hier haben wir 0,875.
Der Sollwert ist ja 0,85, der spiegelt die typische mitteleuropäische Kost wieder. Aber man sieht ja, dass es schwankt und das Programm, das zeigt immer Mittelwert, so ist es ja. So, wir haben nochmal eine Runde Urin abgegeben und den hast du jetzt hier in das Gerät reingepackt. Was sagt das uns? Genau, also die Trinkmenge ist knapp unter dem unteren Referenzwert. Du könntest jetzt eigentlich mehr trinken, aber wir machen ja diese Messung noch einmal, weil Urs trinkt ja 7 Liter, das ist eigentlich schon sehr, sehr viel. Wir sind ja nüchtern. Du hast jetzt noch nicht viel getrunken. Ich könnte auch gleich nochmal einen Liter trinken. Ganz kurzer Einschub dazu, du hast auch gestern 6 Stunden oder so gar nichts getrunken. Stimmt. Und du hast den ganzen Tag gestern hier... Nur abends noch eine. Genau, also du hast gestern sehr wenig getrunken. Das kann auch sein, dass es jetzt ein bisschen verzogen ist, der Wert. 100%. Ja. Genau, weil wenn 100%. du eigentlich 7 Liter trinkst und jetzt auf einmal viel, viel weniger, dann ist mit dir... Ja, mit Sicherheit. Macht Sinn. Deswegen werden, denke ich, ja die Elektrolyte niedriger sein. 4,9, also unterer Referenzwert ist 20 und du bist bei 4,9 Gramm pro Liter. Was? Elektrolyt. Viel zu wenig. Viel zu wenig. Musste ich mir erstmal gleich mal ein paar Elektrolyte reinpfeifen. Ja. Na, erstmal frühstücken. Frühstücksbuffet. Hi, ich bin der Tobi, bin Physiotherapeut in der Sportschule Kinema und ich mache heute mit dem Urs da weiter, wo der Sepp gestern mit seinen Untersuchungsergebnissen aufgehört hat. Also eine Mischung aus myofaszialen Techniken, eine Stoßwellenbehandlung und dann wieder die Magnetbehandlung, wo gestern schon gestartet worden ist. Aber Physio ist so regelmäßig nicht in deinem Trainingsplan mit integriert oder so? Nee, nein, nicht. Ich weiß, das sollte man als Olympiaathlet eigentlich anders machen. Das war für mich immer so normal, weißt du? Ja. Wenn du hier in die Welt eintrittst, ne? Da gehört alles zusammen. Genau, Physio muss so laufen, Training läuft so, so hängt das zusammen, so arbeitet man das zusammen. Ne? Und dann mit Ausbildung und so, und dann stellst du mir fest, der Hase läuft nicht überall. So, ne? So zärtlich bist du nicht. Wer ich? Ja. Kommt immer auf den Blickpunkt. Oh. So, der kleine Brustmuskel ist, der ist da drin. So. Jawohl. Höher, 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 da muss schon was gehen. Jawohl. Da ist nämlich gleich nicht mehr so schön. Kitzel oder tut weh? Beides. Na dann, das ist Kitzel. Wow. Fast geschafft. Ich gehe heute nicht mehr trainieren. Jojo. Das geht nicht. Dann müssen wir es anders machen. Das geht nicht. Also vom Schmerz geht's, aber Kitzelst du denk? kitzeln kann ich nicht ausstellen. Ja, und leg los. Hoch, 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 hoch. Weiter, weiter, weiter. Und wieder lösen ein Stück. Hoch. Lösen. Hoch, weiter. Hoch, 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 hoch. Und gut. Es kommt natürlich immer darauf an, wofür setze ich es ein. Ne? Jetzt bei dir zum Teil wirklich eine mechanische Lockerung erzielen, ne? Gerade an den tiefliegenden Muskeln ums Schulterblatt, weißt du, dass wir da dann mehr Mobilität erarbeiten können. Ne? Okay. Grundsätzlich kannst du natürlich eine Stoßwelle aber
unter anderem auch dafür einsetzen, wenn du Entzündungen hast. Ne? Ja. Gerade an so Übergang Muskel-Sehne ist das top. Ne? Da tust du dich ja schwer, dass du Durchblutung reinkriegst. Ja. Ne? Das kannst du mit dem Gerät super schaffen. Ne? Und dann natürlich, wenn du das Ganze noch erweiterst, ist jetzt mit dem Gerät nicht so gut möglich, weil das mehr, sag ich jetzt mal, für die Weichteile geschaffen ist. Und wenn du eine fokussierte Stoßwelle nimmst, da kannst du dann auch sowas wie Kalkdepots in der Schulter oder so Kalkansätze und sowas zertrümmern. Ne? Ja. Ne, und du hast bestimmt schon mal gesehen, die Amis machen das ja gerne mit Hammer und Meißel, ja. So Sehnenansätze drauf. Ja. Das macht ja das Gerät im Endeffekt auch, nur viel schneller. Ne? Weil wir haben jetzt schon über 4000 Schuss verballert. Ne? Wenn ich das manuell machen müsste, das ist ja immenser Zeitaufwand. Ne? Da war der 10-mal so lang. Genau. Ja. Achtung. Gut, ich bin der Reinhold. Ich arbeite als Trainer hier, da, in der Institution. Und wir machen jetzt praktisch einen Maximalkrafttest von den großen Muskeln, beziehungsweise die halt dann auch direkten Einfluss auf die Statik haben. Ne? Sprich Rückenverhältnis zum Bauch, laterale Seitenneigung, links, rechts. Sehr wichtig auch Rotation und das Kopfgelenk. Ne? Und da sieht man halt dann auch tatsächlich Hüftstiftstand. Ah, okay. Ne? Ja, krass. Da kann man dann bestimmte Sachen ableiten. Wenn du in der Halswirbelsäule von links zu rechts 10 Newton Unterschied hast, dann passt irgendwas nicht. Ja. Und das versuchen wir jetzt dann rauszumessen. Und diese Geräte gehen tatsächlich Newton genau. Gerade im Kopfgelenk, da ist es ja nicht so, dass du 200 Kilo bewegen kannst. Da geht es ja wirklich von 0 bis 30 Newton, Newtonweise. Ne? In 3, 2, 1 und los geht's. Und Gas geben, und Gas geben, und Gas geben. Komm, mehr, come on, mehr. Gut. Egal, ob das jetzt Metzgereiverkäufer ist, aber nicht alle nach vorne, der Rücken ist immer überlastet. Jetzt, wenn ich immer noch trainiere und der Bauch nicht, ist das Missverhältnis immer weiter. Stimmt. Los geht's. Und Gas geben, come on. Ja. Aber das Verhältnis passt ja nicht. Also der Bauch ist zu schwach. Genau, gegenüber den starken Rücken. Ja, macht Sinn. Ja. Krass. Und jetzt zieht praktischerweise, kann er nicht gegenhalten. Ne? Ja. Der zieht runter und vorne kann er nicht halten. Ja. Verstehst du? Zieht versteckt das Becken. Das sind lauter so kleine Bausteine. Das ist sehr interessant tatsächlich. Das widerspiegelt aber auch mein Gefühl. Ja. Weil ich dann auch mehr so nach hinten kipp. Genau. Und dann muss halt hier mehr Stabilität haben, dass es halt passt. Come on. Ja, richtig krass, was hier abgeht. Für mich eine Erfahrung, die ich auch zum ersten Mal noch hier an den Geräten. Aber es ist unfassbar spannend und interessant, was halt möglich ist mit der heutigen Trainingswissenschaft. Therapiemöglichkeiten und alles, was hier in der Sportschule Kinema so ineinander fließt. Also ich bin gespannt, was uns noch erwartet. Ideal wäre es, wenn das durchgeht wie ein Strich. Wow. Und je weiter die Schere auseinandergeht, desto mehr Probleme haben die Leute an sich, ne? Wie jetzt doch nicht. Und da sieht man halt da praktisch schon, ne? Der Rücken zum Bauch. Das ist extrem. Genau. Ja. Da bist du aber in guter Gesellschaft, das meine Herren 95% von allen, die wo wir da so testen praktisch. Ne? Ja. No problem. Aber gerne. Ja, so geht's hier ab. Zack, zack, zack. Wo man woanders, keine Ahnung, zu 15 verschiedenen Instituten dran muss, hat man alles hier komprimiert. Ich bin der Andi von der Sportschule Kinema und ich bin für den Ausdauerteil zuständig. Und wir machen hier einen VO2 Max-Test. Letztendlich bestimmen wir die maximale Sauerstoffaufnahme und ist jetzt nicht unbedingt für einen Bodybuilder eine entscheidende Größe, aber für den Gesamturteil, so wie er ausdauermäßig beieinander ist,
paar Aussagen drüber, wo man sagen kann, okay, muss vielleicht in einem Ausdauerbereich ein bisschen was machen. Nicht nur jetzt für den Bodybuilding, sondern auch für die allgemeine Gesundheit. Gut? Let's go. Bist du ready? Ja, ich bin nervös. Ja. Hast du schon mal gemacht? Nee. Ja, dann wird's Zeit. So Krafttraining, okay. Da weiß ich immer ungefähr, was auf mich zukommt. Aber Ausdauer, gerade mit hohem Pulsbereich, ist immer. Aber konzentrier dich, gell? Drück einfach. Ausatmen. Jawohl. Super. Gut, also weiter, Kim, weiter, Kim. Mega, Weiter, Kim. Genau. Auf geht's. Und dann 425 Watt. Auf geht's, komm. Weiter, bis nichts mehr gleich. Auf geht's, weiter, Kim, heute. Brutaler. 54 Watt. 54 Watt, auf geht's, komm. Alter, super. Weiter, Kim, super. Jawohl. Jawohl, gut. Sauber. Das ist krank. Geht schon. Geht schon. Leck mich am Arsch. Also wie zu erwarten, musst du was machen in dem Bereich. Ne? Ja. Also wir haben auf jeden Fall ein Plateau erreicht, das, wo die maximale Sauerstoffnahme erreicht wurde. Und ja, der Wert ist einfach, du musst was machen. Ja. Das ist auch mir klar. Genau. Was genau hast du jetzt gemacht? Du hast Elektronen reingemacht und. Genau. Und die Elektronen, die senden praktisch seine Kontraktion hier auf den Laptop und hier sehen wir das Rohsignal. Ja, da ist ein Rot. Der Rot ist links, ne? Links reißt immer ein bisschen ab, ne? So, sieht ja noch schlechter aus als Tipp. Ja, normal, ich bin ja jetzt Profi. So, das ist sein Gefühl auch, ne? Ja. Es ist ja immer das ist das Wichtigste. Sportwissenschaft, das ist eine, ne? Das muss man auch verstehen, aber du kannst niemals, ne, das Gefühl ersetzen von so einem erfahrenen Athleten. Das kann man nie. Du selber hast es am besten drauf, dein Gefühl, was du spürst, wie der Muskel reagiert und so weiter. Aber das ist auf jeden Fall, da suchen wir. Also jetzt ist sichtbar, rot ist links. Ja. Genau, rot ist Und da links. sehen wir jetzt, dass er den nicht so gut entspannt bekommt wie der den rechten, oder? Genau. Also weil hier entspannt er und hier hat er nicht so eine gute Entspannung? Genau. Okay. Sehen wir, da ist auf jeden Fall ein Unterschied da. Ja. Aber an sich funktioniert die Übung viel, viel besser, weil jetzt zum Beispiel die Dip-Maschine oder die French Press über Kopf mit dem Seil, also die einarmige Trizepsstreckbewegung, die funktioniert auch. Aber das da ist natürlich auch super. Da sieht man auf jeden Fall einen krassen Unterschied von links zu rechts. Auf jeden Fall. Also ich bin gerade völlig überwältigt. So. Das ist Jetzt kommen kurze, starke Impulse. Also um das kurz zusammenzufassen, ich habe gerade 10 Minuten überlegt, wie ich das euch beschreiben soll. Kurz gesagt, das ist eine Tuning-Werkstatt für den Körper. No joke. Weil du denkst dir so, ja, ich brauche dickere Keulen. Du gehst hier hin und man findet einen Weg, die Keulen dicker zu machen. Mehr? Besser? Was? Gegner. Es gibt keine Gegner mehr dieses Jahr. Nur mich selber. Letztendlich ist es jetzt so, dass wir auf der Suche sind, nicht nur nach der perfekten Übung, sondern dass wir jetzt auf der Suche sind, dass wir sagen, okay, wo finden wir denn das Signal, das am dichtesten ist, so dicht wie möglich, ne? Auf beiden Armen, also auf beiden Trizepsen, ne? Links und rechts, überall am langen Kopf natürlich. Und wo finden wir denn die maximale Anspannung, ne? Also die meiste Frequenz, die der Muskel hat. Und wo finden wir denn die maximale Entspannung? Ne?
Und jetzt sind wir halt am Suchen gerade, ne, welche Wiederholungszahl braucht er denn, ne, dass dieses System am allerbesten funktioniert. Ne? Was wir letztendlich wieder umlegen können auf einen Brückenzyklus in den Sarkomeren. Ne? Das ist jetzt die große Frage und da sind wir halt jetzt am Suchen. Aber es läuft. Jetzt flippt er aus. Hat sich auch richtig geil angefühlt. Jetzt flippt er aus. Krass. Das ist krass. Siehst du das? Das ist safe. Danke euch. Was ist hier passiert? Das fragen wir uns gerade alle am Tisch. Ihr habt es in den Szenen davor gesehen. Wir sitzen jetzt beim gemeinsamen Abendessen. Doch später geworden als gedacht, aber die Zeit hat sich allemal gelohnt. Dachte ich echt nicht, dass es so heftig wird, muss ich sagen. Also von den Ergebnissen. Ich dachte halt so, ja okay, man stellt so ein paar Sachen um. Also so, dass ich nicht so mache, sondern hier Trizeps irgendwie im Untergriff oder so. Aber halt nicht so komplexe Sachen. Und es ist halt ganz verrückt, weil ohne der Vorbehandlung vom gestrigen Tag, wie du es mir auch oder Sepp auch gesagt hat, wäre der Erfolg heute gar nicht möglich gewesen. Also wir haben die ganze Zeit nur Vorarbeit gemacht, um jetzt halt sozusagen die Lorbeeren zu ernten, auf gut Deutsch gesagt, und haben wirklich herausgefunden, was für meinen Trizeps, speziell den langen Kopf sogar, am allerbesten funktioniert. Also was ganz am Ende dabei jetzt rausgekommen ist, dass mein langer Trizepskopf am besten auf die Wiederholung 15 bis 20 anspringt. Was erstmal krass ist, weil ich eigentlich immer lower unterwegs war. Und tatsächlich am besten bei der Trizepsübung auf der Bank mit Adduktion, also mit dem Arm möglichst nah am Körper herunterdrücken, aber nicht ganz ausgestreckt. Und hier eben mit so einer Vorbewegung, ähnlich wie beim Überzug, funktioniert. Also kein Überkopfgedöns, wo ich mir selber immer dachte, der treue Zuschauer kennt es auch aus den älteren Videos, wo ich mit Stefan da irgendwie ewig probiert habe und immer gesagt habe, ey, es funktioniert nicht. Spürst du es nicht so? Genau, ich spüre es nicht. Du hast es jetzt gesehen, dass es auch ja, funktioniert, ne? Und so dieses Spüren oder nicht Spüren, das ist eigentlich kein guter Indikator. Aber hier habe ich es wirklich, oder bildlich gesehen, wir haben es gemessen, ob es so ist oder nicht. Sehr befriedigend, natürlich jetzt für die kommende Vorbereitung, beziehungsweise den Aufbau und dann die Vorbereitung. Und ja, ein Meilenstein für meine eigene Karriere sozusagen oder meinen Körper, weil das war noch so das Detail, was gefehlt hat. Beim Rücken hat es irgendwie funktioniert im letzten Jahr, aber beim Trizeps, da haben wir jetzt noch was drauf und das kriegt man so auf jeden Fall auch hin. Also lassen wir es uns schmecken und stoßen wir an auf deinen Trizeps. Ja, auf Trizeps-Triumph in Sportschule Kinema. Bis morgen. Ich bin ja jetzt das Cardio-Bunny offiziell. Wir machen mehr Ausdauertests als Krafttraining. Aber ist okay. Wir testen jetzt die Laktatstufen. Genau. Also sprich den Bereich, wo ich am besten Fett verbrenne. Optimalerweise. Ich glaube, das ist für jeden, der zuschaut, auch ganz gut, weil ich glaube, wir erwischen uns alle ein bisschen dabei, vor allem in der Vorbereitung immer härter und härter Cardio zu machen. Und das ist, wie ich gelernt habe, nicht der richtige Weg, weil dann irgendwann geht man in den Glukosestoffwechsel, genau, Kohlenhydratstoffwechsel und verbrennt halt Kohlenhydrate, die wir aber lieber im Krafttraining wegfeuern wollen. Deswegen schon interessant zu sehen. Also idealerweise wäre es willig, ne? Wenn du noch mit weniger Herzfrequenz mehr Erfolg hast, ja. Und dann wird auf einmal das gerade in der Vorbereitung richtig chillig. Ja. Die Vorstellung ist wahrscheinlich paradox für dich, ja. Ne? Aber sowas bei mir, das war echt der Oberhammer. Das fühlt sich nicht richtig an. Naja, geben wir es an. Ja. Wann geht's? Ja. Das ist so mein. Wir legen uns längst drin. So hilft man sich, Kameradschaft. Ich hab keinen Dunst, wie das ja, geil. Wir bleiben beim Bodybuilding, Digga. Scheiße, geil. Mal wieder Klischees erfüllen. Ausdauersport schadet der Figur. Cardio macht den. Nur schwer, mal schwer. Steppen ist für Deppen, oder? Schaust bitte, dass bei
80 Umdrehungen pro Minute bleibst. So. Was für eine Zahl sagst du auf der Waagskala? Also schätzt du so. schon, wie hart ist es gerade? Sehr leicht. Mir leicht. 10. 10? Ja, zwischen sehr leicht und leicht. Dann steigern wir. Ja. Ah, extrem anstrengend. Jawohl, 0,89. Sehr gut. Also, Super. okay. Das kann auch passieren. Wenn eine Bewegung ist, das Dass es abbaut. Was? Also muss den ganzen Tag Fahrrad fahren. Eine Stunde ist 400 Watt wieder. Geil. Nein, Schmarrn. Das ist kaum ganz cool. Also das wäre jetzt richtig krass, wenn 120 Optimum ist und du merkst auf 130, okay, ist schon nicht so gut intuitiv und sie bestätigt es jetzt. Das wäre richtig krass. 13 Jahre Erfahrung, leider. Also über 200, 120 Puls, drüber würde ich nicht kalten. Okay. Boah. Also quasi intuitiv. Jetzt aufstehen. Das tut so weh. Blut. Wir wünschen nur weitermachen. Ja. Wir müssen schon mitmachen. Ruhig um. Gib alles, komm! Super, gleich hast du es. Easy. 5 noch, komm. Auf geht's. Hammer. Nachbauen. Jawohl. Und bitte. Sauber. Von dem Respekt. Ich denke, von den Pumpen her gilt ja noch was, aber von den Haxen. Ja. Das ist so übel. Hat er jetzt gesagt auch. Das ist so übel. So kenne ich die Ausdauer. Das reibt halt so an der Hose, oder? So, jetzt. Unter Pumpe. Das Folge. Für einen Bodybuilder echt stark. Jetzt willst du auch. Nein. Die Challenge. Nein, ich hab das schon hinter mir. Okay, ja, gucken wir, ob das Grundlagenausdauer was gebracht hat. Du warst jetzt ziemlich lange im Grundlagenbereich, also unter 1,8. Und dann siehst du schon, dann ist gleich gestimmt 2,3, 3,7. Weil du da dich wenig drin aufhältst im Training. Ist ja klar, du machst ja kein Intervalltraining jetzt. Und da merkst du, da ist gleich Ende. Da steigt die Kurve exponentiell an. Aber so deine Grundlage, top, weil du die eingeschätzt hast, 120, super, ganz gut. Geil. So ein Rekompensationstraining, Entsäuerung, auf jeden Fall unter 120, da darf ich schon Puls 115, 116 gehen. Natürlich überall dabei. Den Sample hier, perfekt für jede Reise. Könnt ihr auf jeden Fall abchecken. ESN-Shop mit Code Polaco. Es wird Zeit. Wir haben uns lange gedrückt. Knapp 1 Stunde, 14 Uhr war eigentlich der Termin. Ja. Es wird böse. Holle und ich trainieren Beine. Den vollen Einblick kriegt ihr auf Holles Channel. Könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Sehr wichtig. Und auf jeden Fall auch Liebe da lassen. Abonnement kostet nichts. Das, was wir jetzt machen, das ist wahrscheinlich eines der verrücktesten Sachen, die es momentan so gibt. Ersetzt natürlich niemals ein gutes Muskeltraining. Ne? Es ist niemals das Weisheit letzter Schluss. Ne? Viele Wege führen nach Rom und es ist nicht gesagt, dass das besser ist wie Oldschool-Training oder sonst was. Es ist einfach ein anderer Weg, ein neuer Weg. Und was man halt jetzt dann hier in der Muskulatur spürt, was letztendlich ankommt, das ist unvorstellbar, aber das wird es jetzt dann sehen. Und deswegen heißt nicht, dass das jetzt was Schlechtes oder was Besseres ist oder dass was anderes Mist ist. Wir verfolgen halt jetzt gerade diesen Weg und vor allem heute. Einer normalen Beinpresse trainierst, wäre das jetzt so, wenn du ein normales Auto wegschiebst. Gell? Prinzipiell, nur zum Vorstellen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Auto wegschiebe, dann brauche ich maximale Kraft, dass sich das überhaupt mal bewegt. Und wenn du ganz extrem wegschiebst, würdest du eine Delle reinschieben in den Kofferraum, ne? Wenn du es da voll wegschiebst. So ähnlich kannst du das mit der Muskulatur vorstellen. Ne?
wenn du jetzt eine normale Beinpresse oder eine normale Kniebeuge richtig schwer trainierst, wirst du immer eine kollagene Struktur zerstören. Ne? Wirst du immer eine Protein, also eine Schuld kriegen, wo du sagst, okay, ich muss Protein zuführen, dass ich das wieder reparieren kann. Hier ist die Bewegung so schnell, dass du das nicht hast. Das heißt, du simulierst jetzt nicht dieses Auto, das du vom Stand wegschiebst, sondern das Auto rollt schon, du läufst jetzt hinterher, ne? Das rollt schon und du schiebst es aber noch schneller weg. Das heißt, die Muskulatur arbeitet ganz anders, wie sie es normal tut. Ja, voll verschieden. Einfach mal erklärt. Es ist aber auch schwierig, da dran zu bleiben, oder? Ganz schwierig. Ja, und das Tollende an diesem System ist ja eigentlich, dass das Tollende an diesem System ist es, dass es so schnell ist. Ja. Der Ferrari unter den Beinen. Der Ferrari. Wir fangen jetzt mal mit einer moderaten Geschwindigkeit an, also mit 50 Schwingungen in der Minute und steigern uns dann hoch bis zu 100 Schwingungen. Ganz komisch, oder? Ja, aber geil. Das ist sehr geil, weil du null Gelenkbelastung hast. Aber ist die 800 mal rechtes Bein da unten? Genau. Ihr kennt es, wenn ihr so Beinpresse macht, dann seid ihr oben und dann hält man manchmal kurz an und dann hast du nichts. Dann gehst du wieder runter und unten hast du auch wieder nichts. So einen kurzen Moment und das gibt es da nicht. Kein Umkehrpunkt, genau. Dauerhaft. Okay, du hast immer so Spannung. Es fühlt sich an als, keine Ahnung, als bläst den Muskel nur so auf, weil der ja dauernd arbeitet. Geiles Gefühl, aber asoziales Quark. Ja, du bist einfach ein brutaler Teufel. 2000, schau mal. Ja, und hol 2000. 2000. 2,3. 2,4. 2,3. Jawohl! Was ist das? Nicht einbrechen, nicht einbrechen. Nicht einbrechen. Nicht einbrechen. Komm, nicht einbrechen. Komm, 25 Sekunden. Das kann auch alles. Alles, was irgendwie geht, komm. Alles, was irgendwie geht. Alles, was irgendwie geht. Jetzt noch 15 Sekunden. Nicht einbrechen. Komm, jawohl, komm, genau. 15, komm. 10, alles noch. 7, 6, 5, 4, 3, 1. Und Gas. Alles was geht. Mega. Sehr, sehr gut. Noch 7 Stück. Noch 5 Stück. Noch 2. Noch 2. Eine noch. Und jetzt Vollgas. Gas. Komm, Gas. 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 Und fertig. Pause. Oh, fuck. Oh. Oh. Ja, wir kommen leider zum Ende der Woche. Ich glaube, ihr habt in dem Video gesehen, was wirklich möglich ist, wenn man ja, Leute wie ein Sepp hat, Leute wie das Team um Sepp rum und vor allem auch ja, die, wie soll ich sagen, die richtige Einstellung dazu, das nötige Geld dazu und aber auch einfach Bock, was zu verändern. Sportschule Kinem war auf jeden Fall krass überraschend für mich gewesen, positiv natürlich, was eigentlich so geht, was eigentlich so abgeht. Man ist selbst immer in seiner Bubble irgendwie so drin und hier wird man mal kurz rausgezogen, kriegt einen Reality-Check, ist umgeben auch, muss ich sagen, haben wir jetzt draußen auf dem Parkplatz auch geredet, von brutalen Sportlern, irgendwie Weltranglistenboxern, 6-fache oder 8-fache, Boxweltmeisterin, etc. etc. Und da gibt man schon Gas und merkt einfach, wie geil Sport eigentlich ist. Auch wenn es weh tut, es hat sich gelohnt.
Jetzt sitzen wir hier beim Sepp im Büro und jetzt gibt es ein Abschlussgespräch. Bevor Sepp sein Fazit gibt, können wir beide, glaube ich, uns hier offiziell auf Kamera auch nochmal bei dir bedanken, Sepp. Das war wirklich eine geile Erfahrung. Eine Ehre. Das war eine Ehre. Und das möchte ich gerne auch an die Leute, die zugucken, wärmstens empfehlen. Ihr wisst ja, ich empfehle nicht alles, nur das, was ich wirklich gut finde und dahinter stehen kann. Deswegen vollen Support für Sepp. Checkt die Sportschule Kinema aus auf allen Kanälen. Checkt Sepp Maurer ab auf jeden Fall. Und Podcast hast du auch, gell? Ja, vielleicht gibt es auch mal bald eine Episode. Und natürlich die Frage aller Fragen, die sich der ein oder andere stellt: Wie kann ich mir das selber antun und auch mal sowas machen wie die zwei Jungs? Das wird Sepp euch gleich beantworten, aber von mir auf jeden Fall schon danke und bis zum nächsten Mal. Ich danke euch zwei. Es war mir wirklich eine extreme Freude, wirklich. Und wirklich ich habe jetzt 5 Tage lang 2 außergewöhnliche Athleten gesehen, wirklich, und ich kenne wirklich sehr viele Athleten, also aus zig Sportarten. Und mich erfüllt es wirklich mit Stolz, dass ihr da wart, wirklich, ernsthaft, wirklich mit Stolz. Und dass ihr euren Beruf, dass ihr den so lebt, mit die ganze Einstellung, da können sich viele andere Sportarten, die viel, viel mehr verdienen, was davon abschneiden. Und euer Einsatz für das, was ihr macht, euer Mindset, eure Leidenschaft, also bewundernswert. Voller Hochachtung sage ich danke für euren Besuch. Und ich glaube, wir sind wirklich ein großes Stück weitergekommen. Aber ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass der nächste Olympia Urs Kaleschinski heißt. Danke für euren Besuch. Wenn jemand Interesse hat an Leistungsdiagnostik oder an allem, was wir mit dir jetzt gemacht haben oder so, kann man unter Sportschule Kinema schauen und unter Leistungsdiagnostik, und dann kann sich jeder sein Päckchen raussuchen. Wir haben ja alles vom Muskelfunktionstest bis zur Blutanalyse und so weiter. Und das zusammen. Genau. Also checkt das auf jeden Fall ab. Link in der Videobeschreibung. Wisst ihr Bescheid. Holles Kanal auch abchecken. Und mehr gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen, oder?